Cowgirls, Blut, Torso ohne Kopf. Was ist denn das für ein Western-Hotel? Schauen wir uns das zusammen an. Hallo und willkommen auf meinem klimtastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch ein nicht so ganz neues Set, aber schon das vorletzte oder vorvorletzte Set von der Old West Reihe von Lumibrix. Die 14014 mit 2682 Teilen. Old West Inn. Ein Hotel, ein Bordell. Schauen wir mal. Also, das ist die Box, schöne Airplane Box. Hier wird gezeigt, hier Bonus, Do-it-yourself, Light Parts. Und schön designierte Box. Hat schon so Western-Style. Gefällt mir. Hier an der Seite sehen wir schon ein paar Minifiguren. Und diese eine werdet ihr sehen, warum sie so eingekreist ist. Und hier hinten noch ein paar Sets von der Old West Reihe. Gehen wir der Reihe nach. Die Bauanleitungen. 2 dicke Schinken. Und dann zeige ich euch gleich was. Da gibt es wieder mal so eine schöne Geschichte. Das mag ich. Und dann sieht man hier, wie sehr modular es ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann startet der Bau. Klassiker, Elektroüberprüfungen und so. Dann baut man die Minifiguren. Und ja, das wollte ich zeigen. Ich finde es mittlerweile okay, wie sie das machen beim Sockelbau, zumindest in der Old West Reihe. Das ist quasi die größte Farbkodierung. Ja, und ich finde es noch völlig in Ordnung. Es ist nicht mehr, dass ich da unnötige rote Steine habe oder blaue, da wo es gar nicht passt. Ja, gute Bauanleitung, wie immer bei Lumibrix wird alles schön gezeigt. Und hier hinten wollte ich noch zeigen, das ist quasi am Ende. Da zeigt es nochmal, was man alles machen kann. Also hier so ein Körper ohne Torso, das man da rein tut. Was man öffnen kann oder rausnehmen kann. Ja, auch, dass man die Lichter da wechseln kann. Dazu kommen wir noch alles. Aber da ich schon die Bauanleitung in der Hand habe, wollte ich das schon mal gezeigt haben. Also es wird quasi eine Spielidee mitgeliefert. Die Bauanleitungen haben insgesamt 465 Seiten, 598 Bauschritte, macht 4,5 Teile pro Bauschritt und 191,6 Teile pro Bauabschnitt. Es ist unterteilt in 14 Bauabschnitte. Wie schon gesagt, das Set hat 2682 Teile, es hat ein Gewicht von 2640 Gramm. Die Maße, das Set hat eine Breite von 31 cm, eine Tiefe von 26,5 und eine Höhe, hier gemessen, von 28 cm. Und schon kommen wir zum Preis. Der UVP-Preis ist 163 €, was einen Preis pro Teil von 6,08 Cent macht oder einen Preis pro 100 Gramm von 6,17 €. Ich habe das Set mit 25% Rabatt gekauft, kostete dann etwa 122,25 €, Teilepreis dann 4,56 Cent und ein 100 Gramm Preis von 4,63 €. Ich bin immer wieder begeistert, was für einen guten Preis, oder zumindest fühlt sich das für mich gut an im Vergleich zu anderen, weil
Rabatte kriegt man fast immer bei Lumibrix und eigentlich ist mein Richtwert immer halt der Rabattpreis. Ich bin kein Händler, ich bin der Käufer und deswegen ist mir der wichtig. Und für 4,5 Cent pro Teil mit Beleuchtung, mit bedruckter Anleitung, mit toller Box, mit bedruckten Teilen, mit Figuren, alles was man will, also höchste Qualität, Wahnsinn. Dann hat das Set 66 bedruckte Teile, keine Sticker, also alles was ihr seht sind bedruckte Teile, wunderschöne bedruckte Teile. Es hat 5 Minifiguren und ein Pferd. Das Pferdchen ist das hier, ein ganz schlichtes Pferd. Und die Minifiguren, die blende ich euch jetzt ein. Dann kommt zuerst dieser Sheriff und in der Bauanleitung wird gezeigt, dass man seinen Kopf quasi auch auf den Torso tun kann, dann unten in die Badewanne. Die zweite Figur ist die Frau. Sie hat einen coolen Doppelrock, aber auch Lumibrix schafft es nicht, die Gesichtsfarbe und Torsofarbe gleich zu bekommen, weil sie haben wahrscheinlich die Hautfarbe auf das Rot gedruckt. Der dritte ist quasi so, ja, er hat so ein Halstuch, das gefällt mir echt richtig gut. Ja, dann haben wir hier noch eine Frau, die unten in der Bar arbeitet, laut Bauanleitung. Die hat auch die Körperfarbe ein bisschen dunkler und halt der Torso. Die Figuren sind vorne und hinten bedruckt. Keine Wendegesichter. Diese Figur ohne Torso hat zweifarbige Beine. Sonst nette Lumifiguren. Die Bauzeit, die betrug circa 6 Stunden. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommt jetzt das Speedbild. Danach zeige ich euch die Beleuchtung und das Set im Detail. Viel Spaß!
Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Kommen wir dann zur Beleuchtung. Zuerst, es hat 13 LEDs. Und es kommen auch diese Teile dazu, wo man oben die Lichter tauschen kann. Ich zeige euch auch gleich hier die Ersatzteile. Wie immer eine Pinzette, ein Teiletrenner, ein Schraubenzieher und so Kleinigkeiten hat man als Ersatzteile. Das ist normal bei Lumibrix. Ich mache jetzt meine Beleuchtung aus und zeige mir, wie das Set leuchtet. Und hier sieht man, wie schön beleuchtet es ist. Das kann Lumibrix echt gut. Also da kann in meiner Meinung nach noch gar kein Hersteller das Wasser reichen. Oh, hier ist mir was abgefallen. So. Da, wenn man es auch richtig einstellt, dann ist es auch cool beleuchtet. Kann man das auch auf die Seite? Nee, so ist es. Ja, das wäre der Rundherumgang. Ich versuche nur, ich glaube, das sollte so gehen, genau. Und dann kann man ganz einfach diese Farben ändern. Machen wir jetzt eine Rot, eine Grün. Ja. Das haben sie auch echt cool gemacht, dass man es einfach tauschen kann. Hier seht ihr dann, grün leuchtet es und hier rot, gruselig rot oder Bordellrot. Naja, machen wir jetzt mein Licht an und zeigen mir das Set in Detail. Was kann dieses Set? Ich war sehr überrascht, wie sehr modular es ist. Und ich versuche jetzt alles zu zeigen. Oder halt so viel wie möglich aus der Nähe. Es ist ein bisschen schwer zu heben, aber jetzt, wo ich diese Unterlage habe, geht's. Zeigen wir es zuerst mal so. Schön hier, dieser Druck. Das finde ich lustig. $0 am Leben, $100.000 tot. Der wird gesucht. Und hier unten halt wie immer bedruckte Teile, schöne Teile. Hotpart 50 Cent. Dieser Print ist richtig cool. Der oben Print ist richtig gut. Was ich gut fand, dieser Print kam auf einer Plate und die wurde gleich auch wieder verwendet oder die wurde zuerst verwendet, so dass halt, ja, man hat auch gerne diese Teile über, aber ich finde es super, dass sie das so lösen. Hier auch toller großer Druck über mehrere Teile. Pferd, Peitsche, ja, so steht halt in der Bauanleitung, dass hier steht, das sollte vielleicht so ein für Wasser sein. Ja, hier haben wir Schaufel, Axt, opa, sieht man hier, Schaufel, Axt. Das sollen Handtücher sein, hier auch Handtücher schön bedruckt. So. Und hier hinten sieht man nichts Großartiges, da kann man alles öffnen und das zeigen wir nochmal. Was ich zeigen noch möchte hier, dieses alles ist Metallic Gold, sehr schön. Hier dieser Schaukelstuhl, auch lustig gebaut. Interessante Farbe, aber okay. Was gibt es hier noch? Ja, das hier soll quasi Blut darstellen, fand ich lustig, weil hier soll ja keiner baden. Aber da zeigen sie ja, dass hier der Torso rein muss. Ohne Kopf. Gruselig bisschen. Ui, habe ich es jetzt kaputt gemacht. Ach, guck. Vielleicht ist das sogar eine Funktion. Habe ich gar nicht gecheckt. So. Wie fange ich an? Ich mache erstmal das Licht aus und also das oben kann man halt hier runter tun und ich stecke es auch aus. So. Hier sieht man halt die Verkabelung und wie die Batteriebox ist. Ich finde es hier völlig in Ordnung, dass die Batteriebox hier ist. Dann kann man das hier öffnen. Man kann das so öffnen und rausziehen. Also das ist auch gedacht, dass man es runternehmen kann und rausziehen. Also machen wir das hier. Kann man aufmachen. Dann hat man diese zwei Schienen für die Zimmer. Hier, Bett, richtiger Spiegel. Das nervt mich, dass die Türen vom Schrank so wabbeln. Das hatten sie auch besser.
Das ist lustig, die zwei Sachen, die gehören eigentlich einmal unten und oben in den Schrank. Ja, so ein hier Plattenspieler, Schminktisch, auch mit einem Spiegel. Das finde ich toll. Der Schrank ist nett gebaut, nur die Türen Katastrophe. Ja, das ist dieses Zimmer. Dann haben wir auch dieses. Da sind nochmal zwei Betten. Hier, damit man quasi Wäsche trocknet, so ein Sofa. Und das ist alles so gedacht, ich versuche es mal jetzt so zu machen, dass man die Sachen auch individuell gestalten kann. Also es steht sogar in der Bauanleitung da, kann man selber gestalten, wie man will. Aber das glaube ich kann man jetzt nicht, weil das ist ja hier an einer C-Klemm angenockt. Aber man muss ja auch nicht alle Teile dann reintun, bla bla bla. Also auf jeden Fall, ich lasse es jetzt im Original, ich habe jetzt nicht die Kreativität, das umzugestalten. Aber es wird damit geworben, dass es möglich ist. Ja, dann tun wir dann die zwei Zimmer auf die Seite. Dann kann man diese Leiter wegtun. Und dann kann man das hier noch aufmachen. Schöne Fenster, ja, schön gebaut. Auch Farbabweichungen habe ich jetzt keine gesehen. Also das sind gewollte. Da muss man beim Bau aufpassen. Und den kann man aufmachen. Hier. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man das so wegtut, kann man auch das hier rausnehmen. Ja. Schöne, starke, stabile Wand. So. Und man kann auch das hier natürlich öffnen. Aber schauen wir zuerst mal so hier rein. Diese Wand fand ich cool. Das sind zwar Paneele, aber doppelt. Das ist so schöne, dicke Wand geworden. Und dann kann man auch hier sehen. Na, hier ein bisschen Deko und so, Vorhänge, bedruckte Teile. Also Details haben die ja immer. Da oben eine Waffe, nett. Und wenn ich mich jetzt nicht doof anstelle, aber hier unten habe ich schon mal was abgerupft, sollte das auch modular sein. Ja, ist nicht einfach runterzunehmen. Also so ganz ist es jetzt nicht gedacht zum Runternehmen, aber okay, fürs Video mache ich es. So, kann man dann auch so aufmachen. Und dann hier so eine Toilette mit Flasche und Wein und Schaumbad quasi, auch ein Spiegel. Und da wird auch diese Figur ohne Torso da gezeigt, dass man halt auch diesen Kopf nehmen kann und er da halt da drinnen badet. Hier ist ein Stoffteil, das ist ja Vorhang. Und dann hier kann man auch sich baden und so, das sind halt diverse Sachen, Tücher und so. Alles nett gebaut, die Tür funktioniert gut, ja, die wabbelt nicht. Es ist halt sehr eng und hier kann man nicht noch mehr aufmachen. Und dann haben wir hier diesen Teil. Hier hat man auch etwas zum Essen. Das ist der Ausschank, der Schlüssel. Ja, und diese, so, das sollten so Glasscherben auf dem Boden sein und hier eine Flasche auf dem Boden. So richtig Western-Style, also das gefällt mir schon sehr. Und hier ist auch ein Zimmer. Hier kann man Tasche und hier wieder ein Spiegel. Guck, ich spiegel ja sogar ein bisschen drin. Ah, schönes rosa T-Shirt habe ich, oder? Hier eine Pistole, ein Bett, ein Print. Und hier die Tür. Oh Mann, warum rupfe ich heute alles ab? So. Wie ihr seht, die Modularität oder wegen der Modularität leidet leider die Stabilität. Also das ist jetzt nicht so sehr bespielbar, wie ich das gewöhnt bin bei Lumibrix. Also natürlich ist es bespielbar, aber nicht in dem Sinne, wie ich das jetzt mache, dass ich das alles aufeinander baue. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Hier.
quasi. Diese Teile sind auch nett hier, Beleuchtung und ich glaube, das wäre es dann auch. Ich versuche jetzt wieder auch zusammenzubauen. Und währenddessen, was kann ich zu diesem Set sagen? Optisch der Kracher. Bauspaß auch sehr groß. Details, Detailverliebtheit, wie immer bei Lumibrix, das mag ich sehr. Die Ideen, die sie immer haben für das alles, die finde ich richtig toll. Die Bautechniken. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bordell sein sollte. Also ich hatte ein bisschen so das Gefühl, wegen halt dieses Showgirl, Cowgirl und ja, wir wissen ja, im alten Westen, das war jetzt nicht so das Geheimnis, dass die solche, ja, Saloons hatten, die dann später eigentlich mehr als Bordell gearbeitet haben. Es wieder zusammenzukriegen, ist jetzt nicht der einfachste Weg. Aber ich glaube, das schaffen wir schon. Dieses mit dem ganzen Blut und geköpft oder ohne Kopf, ich weiß jetzt nicht. Also, ja, es ist ein 16 Plus Set. Ich mag es, also mir im Sinne, ich finde es halt lustig, es ist halt Old West Style und ja, ich weiß halt nur nicht, wie das auf dem europäischen Markt so ankommt. Ich finde es super, aber nicht jeder ist ich. Ich muss ja nicht nur, weil ich hier in einem Klemmbaustein-Set Blut verbaue, gleich zum Mörder werden. Aber heutzutage denken das viele. Auf jeden Fall, mir gefällt das Set sehr. Wer Western mag, von mir klare Empfehlung. Ah ja, das ist die Leiter. Und wenn euch das Set gefällt, so wie mir, könnt ihr es gerne über meinen Affiliate-Link kaufen. Das kostet euch gar nichts mehr. Für euch bleibt der Preis absolut gleich. Ich kriege einen kleinen Prozentsatz. Somit ist es eine Win-Win-Situation. Und mit dem Code Klemmtastisch kriegt ihr auch nochmal mindestens 10% Rabatt. Aber es gibt auch meistens viel höhere Rabatte auf der Webseite. Die könnt ihr auch nehmen und trotzdem über meinen Affiliate-Link kaufen. Und schreibt mir dann gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Set findet. Ich mag es sehr. Es ist ein bisschen größer. Es ist nicht so, keine Ahnung, das ist im Vergleich vielleicht zu dem Saloon. Ja, super modular. Ich finde das schon cool, dass man das so sehr viel aufmachen kann. Aber man merkt, die Stabilität leidet darunter. Aber man macht es auch nicht jeden Tag. Ja, jetzt habe ich es ja euch gezeigt. Dann werde ich es wegtun und ja, gut ist. Aha, jetzt habe ich es hier anmachen und ich habe gefunden, wo dieses Teil hingehört. Ja, dann haben wir es wieder komplett. So, ich glaube, ich habe alles erwähnt. Dann kann ich nur noch sagen, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.